Hallo. Heute stellen wir ein Bratwurstbrät her. Könnt ihr auch bei mir bei den Videos schauen. Bratwurst selbst gemacht. Ich habe jetzt ein Bratwurstbrät hergestellt. Das Geile daran ist, dass ich hier Leberwurst untergemischt habe. Die genaue Fleischangabe, die Brühzeiten, das stelle ich euch alles ganz genau in die Infobox noch rein. Das komplette Rezept. Ich habe dafür den Monsieur Cuisine benutzt. Der hat einen 4-Liter-Topf, kann man aber gut noch 2 Kilogramm kuttern. Also das geht schon. Wenn man es dann vorwirft, geht es natürlich dann noch besser. Rausgekommen ist eine leckere Leberwurst-Bratwurst. Ist ein Gaumenschmaus, kann ich euch gleich sagen. Sehr fein. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Ausschnitte, wie ich das gemacht habe. So, hier haben wir den Topf vom MC. Jetzt gehe ich hin, hole mir ein Glas Leberwurst noch aus dem Keller und da mische ich auf 1 Kilogramm mische ich 400 Gramm Leberwurst unter. Das müsst ihr dann so ein bisschen rausfinden, was für euch der beste Geschmack ist. Macht nicht zu viel Leberwurst drunter. Das tue ich dann auf Stufe 3. Erstmal leicht anmixen und dann lasse ich es nochmal schneller durchlaufen auf Stufe 5. So sieht das Brett nun aus. Ich habe mir gleich mal mein selbstgemachtes Brot genommen und habe mir hier das Brät aufs Brot geschmiert. Wir haben ja einen Schlachthof hier gerade um die Ecke. Da kriegst du ja alles frisch und da kann man das schon mal machen. Es ist sehr, sehr fein. Es schmeckt jetzt schon klasse. Also ich konnte jetzt auch gar nicht mehr aufhören zu essen. Es ist super lecker. Man kann dann das Brät ein bisschen verfeinern noch mit Kräuter aus dem Garten. Ich habe jetzt ein bisschen Schnittlauch noch drüber gemacht. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Wie gesagt, das Rezept stelle ich euch wie immer in die Infobox rein. Ich hatte Därme gehabt. Die habe ich 10 Minuten in einer Salzlösung gewässert. Das waren 28, ja genau. Diesmal habe ich einen Wurstfüller nicht benutzt. Ich habe nur das Röhrchen benutzt und habe dann das Brät einfach nur per Hand eingedrückt. Vorweg kann ich euch schon gleich sagen, es ist was ganz Feines und was sehr, sehr Leckeres. Ja, die Würste drehe ich dann einmal rechts, einmal links ab. Könnt ihr die Länge bestimmen, wie ihr das gern essen möchtet. Ich habe jetzt die Hälfte habe ich gebrüht, eine Brühwurst von gemacht. Die werden dann bei 78 Grad abgebrüht. Pro Millimeter Durchmesser und Dicke 1 Minute. Ich nehme aber meistens immer die Länge. 10 cm Länge, dann brühe ich die 10 bis 15 Minuten ab. Also meistens dann 15 Minuten und das passt. Ich habe jetzt welche eingefroren und welche gebrüht. Wie gesagt, die Brühzeit und alles mögliche, was noch fehlt, mache ich euch in die Infobox rein. Zum Schluss habe ich es noch ein bisschen abgestippt. Ich muss sagen, es ist hammermäßig was sehr Leckeres. Vom Restbrät mache ich immer noch Fleischkäse. Habt ihr gesehen, habe ich schon aufgeschnitten. Vakuumiert. Ab in den Kühlschrank wieder. Fach ist wieder voll. Fleisch habe ich nochmal vorgeschnitten fürs nächste Video. Okay, dann ich sag mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marius. Ciao, ciao.